Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um das Address Resolution Protocol, ARP. ARP kennt ihr vielleicht von einem meiner Hacken-Videos, da hatten wir ARP-Spoofing gemacht. Das ist tatsächlich ein ziemlich gemeiner Angriff, aber ja, warum werdet ihr auch wahrscheinlich jetzt dann gleich verstehen. So, was ist die Aufgabe des Address Resolution Protocols? Wir hatten ja IP und eigentlich brauchen wir doch sonst nichts anderes. Leider falsch. Wir müssen Schicht 2, ihr erinnert euch, die Schnittstelle zu Schicht 2 waren MAC-Adressen. Das heißt, wir sagen unserer Schicht 2, wir wollen an die MAC-Adresse 25, keine Ahnung, auf jeden Fall an eine bestimmte MAC-Adresse wollen wir irgendeine Einheit schicken. Schicht 2 kennt leider keine IPs. Das ist doof. Deswegen muss man sich irgendwas überlegen, wie man von IP-Adressen auf MAC-Adressen abbilden kann, und genau dazu ist dieses ARP da. ARP ist also einfach quasi das Mapping von MAC-Adresse auf IP-Adresse, denn MAC-Adressen sind fest sozusagen, also zumindest sind sie eigentlich fest, man kann sie verändern, aber theoretisch war es so gedacht, dass sie sich nicht verändern können, und IP-Adressen können sich durchaus mal ändern. Wenn ihr euer Internet aussteckt und wieder einsteckt, habt ihr ja höchstwahrscheinlich irgendwann mal eine andere IP-Adresse. Ja, und deswegen muss man irgendwas da haben. So, jetzt ganz kurz zum Aufbau. Wir haben hier erstmal wieder mal 32 Bit in der Breite, aber wir haben, wie ihr sehen könnt, keine Daten. Das heißt, dieses Address Resolution Protokoll ist wirklich nur zum Rumhantieren und zum Rausfinden meiner Ziel-MAC-Adresse da. Das heißt, wenn ich eine IP-Dateneinheit schicken möchte, dann, und ich weiß nicht, wo meine IP oder was für eine MAC-Adresse meine IP, also nochmal ganz kurz, nochmal separat. Wir haben folgende Situation. Wir wollen an die IP Datenpaket an 192.168.0.1 schicken. Das wäre mein Router, in meinem Fall jetzt. Und jetzt möchte ich diese Dateneinheit, die hier irgendwelche Bits hat, an mein Ethernet in meinem LAN-Anschluss oder in meiner Schicht 2 geben. Jetzt muss ich aber wissen für Ethernet, wie soll es da ankommen oder was für eine MAC-Adresse hat der Empfänger. Und ich weiß nur die IP-Adresse von meinem Empfänger. Das heißt, ich habe ein Problem. Und jetzt kommt ARP zum Einsatz. Jetzt schaltet sich das an. Entweder wir schauen in unserem ARP-Cache nach, ob wir diese IP-Adresse hier finden, also 192.168.0.1 hat so und so MAC-Adresse, oder wir finden den Eintrag nicht, dann haben wir Pech, dann müssen wir einen ARP-Request machen, und zwar Broadcast. Das bedeutet, wir senden an alle unsere Nachbarn die Ziel-IP-Adresse, also dieses 192.168.0.1, und hoffen, dass irgendjemand dieses dieses Gerät kennt, und zwar die MAC-Adresse des Geräts. Und wenn jemand dieses Gerät kennt, dann kommt da ein ARP-Dingens, eine Antwort sozusagen zurück mit der MAC-Adresse von 192.168.0.1, und ich kann mir das Ding in meinem Cache zwischenspeichern, falls ich mehrere Daten dahin schicken möchte. Das heißt, ich habe danach die MAC bei mir lokal gespeichert und weiß, okay, ja, habe ich schon 100 Mal Dateneinheiten hingeschickt, kein Problem, ich schlage einfach kurz nach und schicke das Ding weiter. Der Grund dahinter ist, dass wir natürlich die IP-Adressen jedes Mal austauschen wollen, hatte ich euch gerade schon gesagt. Und so ein Eintrag von der MAC-Adresse lebt auch ungefähr nur 20 Minuten. Das heißt, wir löschen diesen Cache regelmäßig. Zum Beispiel, wenn wir uns mit dem Laptop ständig neu verbinden, den irgendwo mit uns rumtragen oder mit dem Handy oder sowas, dann würde unser Cache sonst irgendwann einfach mal überfließen und würde zu viel Speicher verwenden, und deswegen löscht man den einfach immer mal wieder. Wenn ihr natürlich regelmäßig mit demselben Gerät zu tun habt, dann löscht er nichts mehr. Aber ja, über Nacht wird es wahrscheinlich trotzdem gelöscht. Okay, so, was wir jetzt hier in so einem ARP-Dateneinheit-Dingens da haben, wäre einmal der Netzwerktyp und das Protokoll. So. Netzwerktyp, oder es sind beides 16-Bit. Netzwerktyp bedeutet hier, was haben wir auf Schicht 2, also haben wir zum Beispiel Ethernet, das wäre die 1, oder haben wir WLAN oder Bluetooth oder was auch immer. Das heißt, das Address Resolution Protokoll ist wirklich super anpassbar. Das lässt sich einfach fast überall verwenden. Schicht 2, wie gesagt, einfach nur ein Parameter hier und easy to go.
Protokoll wäre der Schicht 3 Parameter, genau derselbe im Prinzip. Da müssen wir angeben, was wir auf Schicht 3 benutzen, also IPv4, IPv4 ist übrigens 2048, IPv6, keine Ahnung, was es da sonst noch so geben könnte, aber ja, hat auch 16-Bit. So, dann haben wir hier 3 Sachen, einmal HLAN und einmal PLAN. Was das bedeutet, ist HLAN, wie lange sind meine MAC-Adressen, also wie viel Bits sind meine MAC-Adressen und wie viele Bits sind meine IP-Adressen, beziehungsweise meine, wie lange sind meine Protokolladressen, genau. Und nebendran noch den Betriebscode. Falls ihr interessiert seid, die beiden haben jeweils 8-Bit und das Ding hier hat 16-Bit, womit wir wieder insgesamt bei den 32-Bit von einem so einen Block wären. Ja, der Betriebscode ist eigentlich relativ klein. 1 ist ein Request, 2 ist eine Reply. Keine Ahnung, warum man dafür so viele Bits verbraucht hat. Aber okay. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, einen Request zu senden. Wir wollen die sogenannte IP-Adresse, wie schon gerade gesagt, 192.168.0.1, wollen wir die MAC-Adresse dafür suchen. Oder bei einer Reply wissen wir die IP-Adresse, die MAC-Adresse von der und der IP und haben sozusagen eine Antwort für den Fragenden. Gut, hier die MAC-Adresse des Senders. Ja, macht Sinn, oder? Also würde ich mal so behaupten. Reicht allerdings nicht ganz. MAC-Adressen haben 48-Bit. Und deswegen braucht man hier unten nochmal MAC von unserem Sender, nämlich der zweite Teil davon. 16 plus 32 macht 48, das heißt, die Hälfte geht dabei drauf. Hier haben wir die IP des Senders. Und ja, die passt da leider auch nicht hin. Da bleiben nur noch 16-Bit übrig. Also packen wir die IP von unserem Sender hier unten die zweite Hälfte hin. Und danach kommt einfach die MAC des Empfängers. MAC-Empfänger. Und die MAC des Empfängers, wie schon gerade gesagt, hat 48-Bit. Das heißt, die muss hier unten wieder eingetragen werden. Und was könnte noch fehlen? Naja, die IP-Adresse des Empfängers. So. Und wenn man natürlich einen Request stellt, dann ist der Teil hier eben leer, weil man ja einen Broadcast macht, das heißt, man broadcastet einfach überall hin. Also leer ist falsch ausgedrückt, wir schreiben hier dann einfach eine Broadcast-Adresse rein und sind dann damit zufrieden. Super, das ist es eigentlich auch schon, so funktioniert ARP und damit kann man relativ gut dynamisch irgendwelche Adressen auflösen. Macht ja Sinn, oder? Alles klar, dann war's das schon wieder von meiner Seite, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao!